Meine Damen und Herren, Wo filmst denn du ich schon wieder hin? präsentiere Ihnen den Germanium Collector. Du filmst schon wieder wohin? Das schaust, jetzt geht die Sonne weg. Ja, Die Schnauzen Sonne voll. war so schön da, du gehst raus, Ja. du kommst raus und schon ist der schöne Tag vorbei. Sonne und Schnauzen genauso viel wie der Robert. Und der Robert, der hat Schnauzen voll, der lässt sich noch gut gehen in Portugal. Richtig, der hat recht. Ja, siehst, und ich war das letzte Mal vor 3 Jahren im Urlaub. Ja, darfst So du sieht's sehen aus. dann. Das ist gerecht ja. das ist gerecht aufgeteilt. So, aber dafür wird es umso interessanter, weil anstatt in Portugal bin ich nämlich jetzt lieber hier, sind wir lieber hier. Und zwar, Leute, heute ist es soweit, wir fahren den neuen C63. Allerdings dürfen wir ihn selber noch nicht fahren, sondern wir müssen leider noch auf dem Beifahrersitz sitzen. Also zumindest ich alleine, der Beppi sitzt hinten, außer du willst auf meinen Schoß Ich sitzen. sitz Jetzt mir weiß auf ich deinen nicht, Schoß. ob du das willst. Ja. Druck dir deine Haxen zu. Aber ich sag dir ganz ehrlich, finde ich noch gar nicht, finde ich gar nicht so schlimm, weil ich bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze von den Fahreindrücken auf dem Beifahrersitz ist, ja? Weil ich meine, es hat sich hier drastisch richtig was geändert beim C63 über die letzten Jahre hinweg. V8 Saugermotor, V8 schön mit Turbo und jetzt haben wir halt hier nur noch einen Vierzylinder mit Elektropower am Start und performancemäßig brauchen wir überhaupt nicht reden, glaube ich, schiebt das richtig vorwärts. 680 PS, über 1000 Newtonmeter, 0 auf 100, 3,4 Sekunden. Aber emotional bin ich da mal wirklich gespannt, wie das hier beim neuen C63 SI Performance wird. Und übrigens, es wird auch keine normalen C63 geben, sondern nur SI Performance. Falls ihr euch jetzt wundert, warum das hier so komisch beklebt ist, nein, das war nicht der Beppi, der das gemacht hat, sondern es handelt sich hier um ein Prototypenfahrzeug. Wir können das mal ganz gut sehen, weil so sieht nämlich auch immer der Kofferraum aus vom Robert. Und zwar hier ein Haufen Kabel liegen da rum. Und ja, ganz ehrlich, also ich meine, wir haben das Auto ja statisch schon gefilmt und ich würde auch jetzt gar nicht mehr allzu viel labern von außen, sondern ich würde einfach sagen, wir setzen uns jetzt direkt rein und dann schauen wir mal, was da so vorwärts geht, oder? Ja, die Asung, Alter. Also, auf geht's. So Leute, also wir sitzen jetzt hier im neuen C63 SI Performance. Schon irgendwie lang ausgesprochen das Ganze. Wir haben René mit am Start, der uns jetzt hier ein bisschen rumchauffieren wird, oder? Ja, so würde ich sagen. So würde ich sagen. Für was Schauen wir eigentlich der mal. rote Knopf ist? Das der Boost-Modus oder? Nee, das ist in unseren Prototypen vorgeschrieben, Okay. ein Notaus. Ah, Sollte perfekt. doch Also mal den. irgendwas schief gehen, du würdest jetzt auch wissen. Ja. Also du darfst ihn dann drücken, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst. Alles klar. Also den drückt man besser nicht, oder? Nicht, dass da Rauch aufgeht. Also la lassen wir mal die Finger davon. Ja, ist ein halber Familienausflug jetzt hier. Ja schon, oder? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Robert. Das wäre es jetzt noch. Dann hätte man noch mehr Gewicht hinten auf der Hinterachse. Weil wir haben ja jetzt, wir haben hinten, die Batterie sitzt ja hinten, richtig. Exakt. 89 Kilo, glaube ich, waren das. Genau, circa, ja. Und wir haben da eine Zusatzleistung, also wir haben vorne den Vierzylindermotor, der leistet 476 PS. Genau. Und dann haben wir hinten, Nochmal 204 aus dem Elektromotor. okay, das heißt eben daher entsteht die Gesamtleistung 680 PS. Exakt. Okay, dann haben wir zusätzlich noch die Hinterachslenkung. Die haben wir auch noch an Bord, genau. Also wir haben einiges an Systemen dabei. Und ihr werdet gleich auch merken, warum wir die alle eingebaut haben. Also Ja. es ist eine Hinterachslenkung drin. Ganz was Neues für den C63. Auch der Allrad. Ja. Bisher gab es das noch nicht in unseren C-Klassen. Den wir ja auch in Drift-Mode dann setzen können, habe ich Wir so haben mitbekommen. von elektrischem Fahrprogramm bis hin zum Drift-Mode alles dabei. Und genau dieses Spreizungsthema von dem Auto ist auch genau das eigentlich, worum es jetzt gleich gehen wird. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, Seid ihr bereit? wir sind jederzeit ready. Machen wir einen Race-Start, oder? Reiß mal direkt auf, oder? Ist der Motor Würde ich- kalt, gib ihm 8,5. Ja, das traut er gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, bis wie viel treten der eigentlich? 6,5, ja, knapp vielleicht 7 so, ja. Und dann, Ja, gehen wir direkt gleich in Begrenzer. Genau. also fangen wir mal an. Tradition. Ja, willkommen. Ach, wir erstmal fahren an jetzt Bord. rein elektrisch, oder wie? Wir fahren jetzt elektrisch, ja. Ah, boah, ey. Wir sitzen in einem C63 AMG und wir fahren einfach rein elektrisch. Das muss ich mal reinziehen. Das ist halt schon krass. Das ist was anderes jetzt. Das ist halt komplett neue Welt. Aber man muss dazu sagen, wir haben wenigstens noch einen Verbrennermotor am Start. Ja? Weil irgendwann, wer weiß, wie das dann in ein paar Jahren aussieht, ob wir dann noch überhaupt einen Verbrennermotor am Start haben. Das bleibt wirklich spannend. Man muss aber ja dazu sagen, vom Gewicht her ist er ja echt nicht leicht. Also ein C-Klasse über 2 Tonnen. Mit einer guten Gewichtsverteilung. Das aber stimmt, ja. Auch weit nicht so schwer wie Elektroautos.
Stimmt, das musst du natürlich auch sagen, ja. Und von der Gewichtsverteilung her halt clever gelöst. Wir haben den Verbrennermotor, haben wir vorne, hinten Elektro. Ist halt natürlich gut gelöst in Verbindung mit der Hinterachslenkung. Also hier nochmal kurz auf die Neuerung. Ich glaube, akustisch bekommt ihr schon mit, in welchem Spiel wir uns gerade befinden. Wir haben einen ganz großen Fokus gelegt aufs Thema Isolation, weil wir eben jetzt auch voll elektrisch fahren können. Hatten wir natürlich auch das Thema, wie isolieren wir jetzt wirklich die Abrollgeräusche oder Fahrbahngeräusche vom Innenraum. Ja. Genau das fährt man jetzt hier raus. Die Dämpfer hier drin sind ja eine Neuentwicklung oder eine Neuerung in der C-Klasse. Wir haben sie schon also du kennst sie auf jeden Fall aus dem Black Series. Ist die gleiche Technologie. Das heißt also, wir haben nicht mehr die konventionelle Dämpfertechnik, wie sie bisher war, dass im Dämpferkolben gleichzeitig auch noch das Dämpferventil saß. Wir nehmen heute den Dämpferkolben nur noch, um Ölvolumenströme zu erzeugen. Okay. Dadurch spricht der Dämpfer einfach viel feinfühliger an. Okay. Kann ich dir gleich auch nochmal an dem statischen Modell zeigen. Also ist wirklich eine echt feine Sache für so ein Auto, bei dem wir einfach Thema Spreizung, Komfort, aber auch Sportlichkeit zugleich forciert haben. Also hier muss man echt sagen, ist jetzt total tiefenentspannt. Und ich sag auch ganz ehrlich, ich finde das ja geil, bei so einem Auto, bei so einem, ja, wo du wirklich sagst, so eine extreme Performance, dass du eben auch rein elektrisch, rein entspannt, also wirklich entspannt, tiefenentspannt unterwegs sein kannst. Das merkst du auf jeden Fall jetzt hier schon direkt auf den ersten Metern. Ich meine, ich muss dir nicht erklären, wie wir ticken bei AMG. Wir sind schon auch immer performanceorientiert und driven. Aber auch für uns ist was Neues, einfach mal ganz entspannt zum Einkaufen zu rollen oder zu einem Testgelände zu fahren. Schau mal, Beppe, die Kurve kannst du aber richtig quer aufreißen hier hoch. Schau mal, hier, da und dann setzt du hier um, mit auf gut Glück, dass keiner links oder rechts kommt. Genau. Wir sind relativ alleine. Ja. Hier nochmal kurz die 150 kW der Elektromaschine. Wir sind jetzt zu dritt im Auto, fahren hier entspannt mit den 100 km/h hoch und dann sind wir ja eigentlich schon im... Wir sind ja jetzt halt rein im elektrischen Modus unterwegs. Wenn ich aber jetzt halt theoretisch das Gaspedal voll durchdrücke, schaltet sich dann der Verbrenner hinzu? Sobald du überdrückst, genau. Ja. Okay, also ich muss also nicht auf Anschlag, sondern über Anschlag, wo du einmal nochmal das Tippen hast, richtig Kickdown, dann schaltet sich der Verbrenner hinzu. Das Fahrpedal hat quasi 2 Anschlagpunkte. Okay. Wenn du im elektrischen Modus bist, hast du einen erhöhten Widerstand. Ab dem Moment, wo wir das Fahrpedal mit der elektrischen Energie aufspannen, Ja. merkst du einen leichten Anschlag, Okay. der aber weg ist, sobald der Verbrenner läuft. Okay. Das heißt, der ist nicht mehr da in dem Verbrennermodus. Und sobald du genau diesen Widerstand überdrückst, Ja. aktiviert sich der Verbrennermodus. Ist am Ende natürlich auch ein Thema Sicherheit. Wenn du am Ende doch mal in einem Überholmanöver bist oder schneller einscheren willst, dann hast du ja die Leistung an Bord und wenn du die abrufen möchtest, dann bekommst du die natürlich auch. Was passiert allerdings jetzt? Jetzt fahre ich in der Früh, jetzt fahre ich los, ja, und dann fahre ich auf die Autobahn. Oder sagen wir so, ich fahre direkt daheim los und ich gebe direkt gleich Kickdown. Und dann schaltet sich der Verbrennermotor hinzu, aber der Motor ist ja noch kalt. Ja, Gibt dir der dann wirklich direkt gleich die volle Power frei? Weil es ja eigentlich ja nicht gut für einen Verbrenner. Genau, das ist das Thema, ja. Also er ist natürlich an, weil du wünschst es ja. Ja. Und die Verantwortung liegt dann natürlich auch ein Stück weit bei dir. Ja. Aber natürlich hast du heutige Fertigungsroutinen und Systeme, die ja so genau sind für Motoren. Unser Öl ist ein ganz, ganz dünnflüssiges, was allerdings aber auch nichts Neues ist für die Start-Stopp-Generation der Motoren. Das heißt also, das kann er schon ab. Wir nehmen natürlich nicht die volle Drehzahl. Okay, ja, weil ich denke mir halt, weißt du, mit dem Verbrennermotor, du startest in der Früh, du fährst aus der Garage raus, ja, und dann gibt es halt natürlich Spezialisten, die geben nach 2 Minuten Gas, aber wenigstens du hast ihn gestartet, du bist kurz losgefahren, aber so, Genau. Du fährst jetzt direkt auf die du fährst rein elektrisch, du fährst dann auf die Autobahn, so bis dahin ist der Verbrennermotor noch nicht gelaufen und du gibst dann Vollgas Kickdown. Bedeutet, macht er dann erstmal den Kaltstart. Genau. Das ist natürlich, glaube ich, nicht so ohne. Das sind Herausforderungen, die hast du aber in jedem anderen Auto auch, was Ja. du mit Start-Stopp betreibst, muss man ja sagen. Ne? Ich gebe euch jetzt mal kurz diesen Charaktersprung, den das Auto darstellen kann. Nahmaschine.
Leute, wie ihr seht, ich sage gerade nichts, weil ich beobachte gerade sehr. Okay, Punch ist richtig da. Alter, warte mal, Bruder. Passiert nicht, das ist einfach. Punch ist richtig da. Jetzt hast du natürlich den schwierigsten Platz auf der Rückbank. Das ist das Letzte. Aber ich glaube, jetzt hast du gemerkt, was passiert. Also es regnet gerade, die Ja. Straßen sind nass. Wir haben knapp über 1000 Newtonmeter Drehmoment auf alle 4 Räder verteilt, sind im Race-Mode, im ESP-Off, aus der Kurve rausgefahren. Hast du Schlupf gemerkt? Nee. Also Traktion ist voll am Start. Das ist krass. Mama Leone. Alter. Bin schon wenig auf der Höhe, ey. Also da geht auf jeden Fall, Ah, jeder. also vorwärts geht da auf jeden Fall was. Das ist brutal. Krass, und wie das Ding Traktion hat. Musst du überlegen, die alten C63 Modelle, zieh das mal rein. Wenn du schaust, die Vorgänger, klar, die haben alle nur Heckantrieb gehabt und da hast du aber sowas von Schlupf gehabt bis zum geht nicht mehr. Hier jetzt nass, Traktion richtig am Start. Merkst schön, wie die Hinterachslenkung, wie das schön einlenkt. Das ist geil. Also die Systeme, die wir hier mittlerweile an Bord haben, das ist genau auch der Mehrwert von dem Auto, die sind heute sowas von feinfühlig. Besonders unsere ESP-Abteilung hat hier einen Top-Job abgeliefert einfach. Krass. Das ist schon krass, weil es ist komplett nass. Ja. Ja, ganz minimal, ganz minimal. Alter, Wir können es natürlich aber auch immer noch ein bisschen agiler. Also da bist du am Ende der Boss am Lenkrad und wenn du es spielerisch haben möchtest, dann kriegst du das auch. Ja, das ist ja ESP komplett aus, richtig? Ja, genau. Krass, du merkst richtig, wie der sich hinten, ne? Du merkst richtig hinten die Elektropower. Genau. Also Wie der richtig wieder sich herholt dann. Der will sich die ganze Zeit aber auch in den Asphalt verbeißen. Genau. Das merkt man einfach auch, wie Ja. gut da auch die E-Maschinenregelung ist an der Stelle. Und am Ende genau das Thema, was wir mit dem Auto haben, wir wollen ja niemanden überfordern. Also wir haben am Ende auch natürlich die, ja, wie soll ich sagen, die Verantwortung, dem Kunden 700 PS an die Hand zu geben im Alltag und bei allen Bedingungen. Also Ja. nicht nur auf spielerischer Landstraße, optimale Bedingungen, Trockenheit etc., sondern eben auch bei Schnee, Eis, Glätte, Regen und so weiter. Und an der Stelle nutzen wir die Systeme natürlich aber auch dazu, maximale Fahrsicherheit hier reinzubringen. Jetzt sind wir aber ja im kompletten Race-Modus. Bedeutet, wir fahren mit den 680 PS. Ja. Nur, jetzt ist die Frage, wir haben ja den Verbrennermotor, so, der leistet immer seine 476 PS. So, dann kommt die Elektropower dazu. Aber hast du diese 680 PS immer am Start? Nein, oder? Was meinst du, hast du die immer am Start? Also, naja, ob du jetzt die ganze Zeit, wenn du jetzt hier im Race-Modus fährst, ob Ja. du jetzt durchgehend mit 680 PS fährst, weil irgendwann, also erstens wird irgendwann die Batterie leer, aber hast du die auch dann, weil der zeigt dir ja an, 13 Kilometer, beziehungsweise, hier siehst du jetzt 3/4 voll, richtig? Genau, wir sind immer noch 3/4 voll, ja. Okay, Du also siehst hier bedeutet, die Rekuperationsleistung siehst du hier auch. ja, okay, verstehe. Aber klar, wenn die jetzt leer ist, dann, Dann hast du die Energie natürlich nicht mehr, ja. und da ist jetzt die Frage, wie lang hast du im Durchschnitt durchgehend die 680 PS? Also im Straßenverkehr, guck mal, wir fahren jetzt hier Bergstraße, öffentliche Straße, in Anführungsstrichen. Wir sind zwar auf einem abgesperrten Testgelände, zünden jetzt hier schon aus den Ecken auch raus. Wie oft machst du das im Alltagsverkehr? Also wir tun uns wirklich schwer, die Batteriekapazität auf der Straße im legalen Bereich an ihre Grenzen zu fahren. Okay. Weil da Also- sind wir einfach maximal effizient gerade. Wenn jetzt die Batterie jetzt nur noch eben halb voll ist, hast du dann trotzdem noch die 680 PS? Ja. Okay, also erst wenn sie wirklich komplett leer ist, dann hast du weniger Leistung. Also am Ende muss man sagen, wann hast du 680 PS? Das sind die optimalen Betriebspunkte vom Motor und von der E-Maschine. Okay. Auch klar, da sind wir uns ja einig. Wenn so ein Motor ausdreht, haben wir irgendwo sehr weit oben dann die volle Leistung. Aber du hast im Grundsatz immer die volle Systemleistung, die zu der jeweiligen Drehzahl der E-Maschine und des Verbrenners natürlich zur Verfügung stehen kann. Ja. Okay. Also performancemäßig brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist krass. Ja. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, Beppe, emotional ist für mich gerade noch ein bisschen schwierig. Ja,
Das muss ich ganz ehrlich sagen, liegt aber auch einfach daran, weißt, wenn du seit Jahren einfach diesen 8-Zylinder im C63 gewohnt bist. Ja, C63 Black Series, klar, ist das, was heißt schwieriges Thema? Es ist halt was anderes. Es ist was anderes. Also performancemäßig, technikmäßig bisher richtig krass. Emotional muss man jetzt mal schauen, wenn wir jetzt dann irgendwie mal querfahren oder so, ob sich das dann entwickelt. Ja, dann schauen wir doch mal, wie weit wir euch noch überzeugt kriegen. Am Ende ist aber auch der Vergleich schwierig, einen Black Series mit einem C63 zu vergleichen. Müssen wir auch ehrlich sagen. Ja, klar. Nein, das war ja jetzt in dem Sinne nicht Vergleich, sondern wenn ich jetzt einfach, egal welches C63-Modell nimm, klar, performancemäßig ist das hier komplett andere Liga. Nur wenn du natürlich jetzt emotional redest, ich meine, das kannst du nicht schönreden, das funktioniert einfach nicht. Du hattest einfach den 8-Zylinder am Start. Sei es jetzt Sauger oder Turbo, du hattest den 8-Zylinder am Start. Hier hast du jetzt den 4-Zylinder. Natürlich wird sich sowas nie wie ein 8-Zylinder anhören können. Ja, dementsprechend kannst du es auch einfach nicht schönreden. Auf der anderen Seite musst du ganz ehrlich sagen, wir haben halt wenigstens noch einen Verbrennermotor am Start. Ja? Und die Frage ist halt, wie viel Emotionalität kommt wirklich aus der Akustik? Und mal gucken, ob wir euch noch abholen können, dass das Auto trotzdem noch überzeugen kann. Ja, deswegen sage ich ja, wenn dich das hier performancemäßig so überzeugt, dann ist es für mich auch cool, wo ich sage, hey, wir haben jetzt einen 4-Zylinder am Start, wenn das performancemäßig so krass ist. Also bisher, so die ersten Eindrücke ist schon echt, es ist halt Wahnsinn, was du Traktion hast. Schau dir das mal an, wie das Ding aus den Kurven, raus beschleunigt. Ciao. So, jetzt sind wir auf der Rennstrecke, jetzt reißen wir ein bisschen auf. Das sind gute Verhältnisse. Ja, da kannst du ja richtig Das sind gute Verhältnisse, so ein bisschen nass, ein bisschen trocken. Ja. Das ist perfekt für den Test. Alter, Motor hier hinten, Alter. Also, ich bin noch nie auf einer Rennstrecke hinten gesetzt. Diese alter Vater, das ist ja das allerletzte, Alter, wie sagst du das? Wirklich, was findest du so? Alter, was ist denn da los, Alter? Sie fahren zu langsam. Wir nutzen es hier direkt mal und machen einen Race-Start, wenn wir schon so jung zueinander kommen. Ich krieg hier noch Ärger gerade. Alter! Alter, was ist denn da los? Braucht's wieder? Boah, der erste Punch war krass. Das ist brutal, ja. Der erste Punch war richtig krass. Ganz So, dann steigst du jetzt sozusagen aus und dann fahren wir jetzt mal 2 schnelle Runden. Ne? Ja, also Mir wird aber auch. ich halte viel aus, aber also wirklich, hier hinten, wenn du nichts sagst, du hast vor dir Stuhl und alles, das ist wirklich sehr überfordernd da hier hinten, weil ich habe gar keinen Überblick nicht. Also was auch immer du gesagt hast, Ja. aber wir werden dich jetzt einfach absetzen. Das passt. Und dann haben einfach Michi und ich ein bisschen Spaß. Also was du halt bei dem Race Mode sehr, sehr cool merkst, ist Sie diese, fahren zu langsam. sorry dafür, ist die Feinfühligkeit der Regelsysteme. Ja. Also du hast gar keinen Schlupf, das Auto verwendet die gesamte Energie, um dich einfach bestmöglich aus dem Stand weg zu beschleunigen. Okay. Und da einfach wirklich keine Energie zu verschwenden. Ne? So, jetzt haben wir einen Pepe rausgeschmissen. Ne? Jetzt reißen wir hier nochmal auf. Schauen wir mal, was hier geht. Krass. Ja, da merkst du richtig schön Hinterachslenkung. Ja, geil. Krass. Aber krass, für das, dass es nur eine Stahlbremse ist das schon ordentlich. Boah. Jetzt bremsen wir nochmal ins ABS. Alter Schwede, das Ding schiebt vorwärts. Hast du gemerkt, wir haben eine nasse Straße und die Räder waren gerade im ABS. Ja. Die Schlupfgrenzen, die löst du hier drin kaum noch auf. Ist geil mit der Allradverteilung. Mega. Du merkst genau, wenn er dir anfängt unruhig zu werden, wenn er ein bisschen quer kommt. Das kannst du echt gut dosieren. Boah. Schon echt ordentlich, wie das Ding vorwärts schiebt. Hier merkst du auch, was die Fahrprogramme einfach imstande sind darzustellen. Also wir können schon auch über den Spaß haben wir nicht verloren. Bei allem Anspruch an die Sicherheit. Du merkst, dass er schön
Merkst schon, er ist schön hecklastig ausgelegt. Einfach weil du hinten noch mal diese Elektropower hast. Krass. Alter Schwede. Boah. Alter. Also performancemäßig ist das schon, also es ist gar kein Vergleich mehr zum Vorgänger. Gar kein Vergleich. Krass. Du kannst das Ding in die Kurve reinschmeißen, ne? Ist ja übel. So, sollen wir dann nochmal die spaßige Seite aktivieren? Auf jeden Fall. Legen wir los. Drift Mode. Pedal up. Das ist so easy und jetzt 100% Leistung auf der Hinterachse. Alter. Boah. Ja, da kommt er richtig schön quer rum. Oh ja. Oh, oh. Hoppala. Ja, da haben wir ein bisschen mitgenommen. Wir müssen ja die Strecke ausnutzen, alles gut. Wir nehmen alles mit jetzt. Eben deswegen. Alter. Einfach mit 160 quer rum. Bist du bescheuert. Und das geht tiefenentspannt hier. Tiefenentspannt geht es mit dem. Die können wir auch richtig schön quer nehmen. Und jetzt auch drauf aufs Gas. Jawohl. Bisschen Begrenzer. Ja, so viel dazu. Ja, also er geht auf jeden Fall richtig schön quer. Also da sind auf jeden Fall die C63-Gene richtig am Start. Also das kann er noch. Sorry für den Fahrfehler gerade. Ach du, alles gut. Gar kein Stress. War ja kein Fahrfehler, wir sind ja einfach ein bisschen Offroad gefahren. Ja, also er kann es auch auf Sand übrigens. Ja eben, deswegen, wir wollten ja nur testen, ob er da auch noch quer geht. Also was haben wir noch eingebaut? Im Race Mode können wir den Boost Mode aktivieren. Dann switcht deine Anzeige von Gelb auf Blau. Warum? Wir nehmen ab jetzt so ein wenig dieses ganze Energiemanagement-Thema in unsere Hände. Heißt, wir geben dir nicht mehr die 680 PS über den normalen Fahrpedalweg, Okay. sondern du kriegst die volle Leistung erst beim Drücken des Kickdown-Buttons. Ah, okay, verstehe. Warum machen wir das? Du brauchst in den Kurven eigentlich beim Nicht so viel Power. brauchst du die Power ja gar nicht. Du ziehst das Auto ja aus der Kurve raus und erst jetzt brauchst du die Leistung und jetzt drücken wir den Ah, ja, okay, und dann ja. kommt auch Merkst du dieser auch? Punch, der das Auto nochmal schneller beschleunigt. Und genau das ist, was man auch in den ganzen Motorsportserien oder Rennserien einfach verfolgt. Das ist der Plan, das Auto schnell werden zu lassen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen als wie jetzt, wenn das ESP regelt. Wenn du jetzt das ESP einfach nicht komplett aus So, hast. wenn er dir jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Verstehst Also du, wie die- ich meine? Ja, genau, Dass die- er du jetzt meinst die er würde in Motorleistung Anführungsstrichen durchdrehen, reduzieren. ja. Genau. Er gibt dann noch nicht die komplette Leistung frei und jetzt kommst du auf die Gerade, Jetzt kein der Schluck. Button, Und dann jetzt, kommt's. ja. Und dann zieht er das Ding auch schön nach vorne. Also so in etwa fühlt sich das an. Vielleicht können wir das in der Kurve nochmal zeigen. Ja, wir machen es nochmal. Fahren also langsam raus, ziehen das Gas schön auf. Jetzt drücken wir den Kickdown-Button. Boost Okay. Mode aktiviert, volle 150 kW aus der E-Maschine, zusätzlich zu den 476 des Motors. Und genau das, vielleicht eine Sneak Peek an der Stelle. Wir werden noch eine Verbindung herstellen zu der AMG Track Pace. Okay. Dass man einfach jedem Kunden auch nochmal mit an die Hand gibt, wann, wie lange sinnvoll geboostet werden sollte, um über die Distanz, die man sich vielleicht sogar vorher auswählen kann, eine möglichst konstante, gute Rundenzeit fahren zu können. Ja. Was wir auch machen im Boost Mode ist, zu jeder Zeit wirklich jedes Stück an Grip, was wir haben, ausnutzen zur Regeneration oder zur Rekuperation der Batterie. Siehst du auch, also wir fahren immer noch mit über einer Dreiviertel Batterie rum.
Die Batteriezeichen hier fangen an, auch so ein bisschen animiert zu leuchten. Ja. Soll einfach heißen, wir sind die ganze Zeit dabei, die Batterie zu laden. Also selbst hier bei Last anlegen, ich habe jetzt den Fuß auf dem Gas, schieben wir Energie in die Batterie. Okay. Erreichen wir mit einer Lastpunktverschiebung von dem Verbrenner. Was wir auch können mit dem Fahrzeug ist, wir rekuperieren bis ins ABS hinein. Okay. Machen nicht so viele gerade, um nicht zu sagen keiner. Also ist gerade dieses ganze Thema ESP, Rekuperation haben wir wirklich gechallenged, Ja. noch und nöcher, um da das Maximum an Effizienz einfach rauszuholen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich muss ihn selber fahren. Ja, Ich muss ihn selber fahren, um mich dann, sage ich mal, ja, nochmal einen besseren Eindruck zu bekommen. Performancemäßig hat es mich voll abgeholt. Emotionsmäßig ist es für mich gerade so noch ein bisschen schwierig. Ja? Deswegen, ich glaube, du musst ihn einfach selber fahren, um richtig, sage ich mal, hier den kompletten Fahreindruck nochmal zu bekommen. Weil, wie ich schon gesagt habe, du kannst einfach nicht schönreden. Wir haben 4-Zylinder-Motor am Start, wir haben nicht mehr den 8-Zylinder-Motor am Start. Aber wenn die Performance so gut ist, dann ist mir das in Anführungsstrichen egal. Ja? Von daher, ja, schauen wir einfach mal, sobald wir das Auto fahren dürfen, sobald ich ihn fahren darf, wie es dann ist. okay, ich habe den Hinweis verstanden. Wir reden gleich nochmal mit unserem Pressechef, was er dazu sagt. Aber spätestens auf der Pressefahrveranstaltung Genau. Wird es dann soweit sein. Genau. Und ich glaube, da sind wir auch alle sehr gespannt drauf, was du und die Welt da draußen sagt, wenn mehrere Leute das Auto einfach wirklich Also, wie selber gesagt, fahren. erster Eindruck, was performancemäßig angeht, definitiv voll überzeugt. Also wirklich krasse Arbeit von AMG, Technik unfassbar. Aber dann schauen wir mal so jetzt mit der Zeit, emotionsmäßig und wenn ich das Auto dann mal selber gefahren bin, wie sich das Ganze da dann entwickelt. Ja, lassen wir uns doch mal überraschen. Genau. Wir freuen uns auf dein Feedback. So Leute, dann kommen wir jetzt hier zum Fazit C63S e-Performance. War ja so ein kleiner, wie sagt man denn da am besten, Sneak Preview, Sneak Drive. Ja. Sneaken. Hauptsache Sneaken. So einfach so ein bisschen die Fahreindrücke zu sammeln. Performancemäßig krass. Also performancemäßig komplett andere Liga zum alten C63. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Pepe. Ja, es ist brutal. Aber also performancemäßig ist schon wirklich heftig gewesen. Was das Ganze emotional angeht, ich meine, ja Leute, wir haben nicht mehr den 8-Zylinder, wir haben jetzt den 4-Zylinder-Motor am Start. Ich kann euch jetzt zu dem aktuellen Punkt noch nicht sagen, finde ich es emotionlos oder finde ich es geil. Kann ich bisher wirklich echt noch gar nicht meine richtige Meinung dazu abliefern, weil wir haben jetzt nur ein paar Fahreindrücke auf der Beifahrerseite gesammelt und das war jetzt für mich einfach performancemäßig betrachtet wirklich krass. Alles Weitere muss man wirklich dann sehen, wenn man das Auto selber gefahren ist. Ich glaube, nur erst dann kann ich mich selber davon überzeugen, um zu sagen, okay, pass auf, mir ist es jetzt egal, dass wir jetzt nur noch einen 4-Zylinder-Motor am Start haben, weil die Performance einfach so krass ist. Oder dass ich halt einfach sage, nee, das kannst du vergessen, wir gehen dann nach hinten zum M4, da haben wir wenigstens noch einen 6-Zylinder-Motor am Start. Das wäre jetzt für mich eine viel, viel zu frühe Entscheidung. Dementsprechend kann ich dann nicht mein komplettes Fazit jetzt hier abgeben, ob ich sage, der neue C63 ist ultra geil geworden oder der neue C63, den Kübel kannst auf blöd gesagt vergessen, holt euch lieber den alten C63. Das wäre viel zu früh, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Wir werden hoffentlich, wenn uns AMG wieder dazu einlädt, die Möglichkeit haben, das Auto auf einer Rennstrecke zu fahren in einem anderen Land, was, glaube ich, ziemlich geil werden könnte, irgendwann so im November um den Dreh. Dementsprechend, ja, ich hoffe doch, wir werden dazu eingeladen, oder? Ja, der Peter. Schauen wir mal, ob wir da am Start Der sind, oder? Peter. Aber wie gesagt, jetzt schon mal vorab, wirklich krass, was AMG da an Arbeit geleistet hat. Ja? Von der Technik her habe ich sowas noch nie in irgendeinem anderem Auto gesehen, was konkurrenzmäßig angeht. Und da reden wir, Konkurrenz ist M3, M4 am Start, ist, was haben wir bei Audi? Eigentlich ja RS4. RS4, RS3. Ja, RS3, Nein, eigentlich nicht mehr. RS3 eigentlich nicht, weil das ist eher dann so Richtung M2, A45. richtig. Kannst du eigentlich nicht damit vergleichen. Ja. Und da musst du wirklich sagen,
das ist eine komplett andere Liga. Das ist eine komplett andere Liga und dementsprechend bin ich wirklich gespannt, wenn wir hier hinter Steuer dürfen, auf der Straße damit fahren, einfach auch nochmal da das selber zu spüren. Wie ist es mit dem C63 auf einmal rein elektrisch unterwegs zu sein und auf der anderen Seite dann wirklich in dem Race-Modus Boost-Knopf drücken und das Ganze drum und dran, das wirklich mal selber zu testen. Und von daher, und ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt wieder in M4 rein und dann fahren wir nach Hause, oder? Also, auf geht's.